Grüße dich, schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Heute machen wir ein sehr schmackhaftes Südtiroler Bauernbrot und wie auch du da vorgehen kannst, um dir selber das Brot zu machen, möchte ich dir gerne zeigen. Du benötigst dafür 295 Milliliter lauwarmes Wasser. Dazu gebe ich 7,5 Gramm Hefe und löse diese im Wasser auf. 4 Gramm Honig, 8 Gramm Apfelessig, der hier ist selbst angemacht und findet ihr demnächst mit einem Rezept auf meinem Kanal. 9 Gramm Salz, meines klebt immer ein bisschen, weil das ohne Rieselhilfe ist, aber das wisst ihr ja auch schon. Nun gebe ich einen Teelöffel Kümmel und einen Teelöffel Koriandersamen in meinen Mörser und zerstoße den ein bisschen. Die Gewürze gebe ich in das Hefewasser hinein. Zu guter Letzt gibt es 185 Gramm Weizenmehl, 185 Gramm Dinkelmehl und 100 Gramm Roggenmehl. Nun dürfen die Zutaten mit Hilfe meiner Küchenmaschine für eine Viertelstunde auf kleinster Stufe verknetet werden, sodass sich ein kompakter Teig bildet. Und wenn der Teig so schön verbunden ist, befreie ich als allererstes meine Küchenmaschine davon. Und öle mir für den Teigling eine Schüssel ein, damit der Teig am Ende nicht kleben bleibt. Gebe den Teig hinein und lasse ihn für eine Stunde bei Zimmertemperaturen ruhen. Ihr könnt bereits wieder sehen, wie wunderbar der Teig aufgegangen ist. Jetzt lege und falte ich ihn auf jeder Seite einmal. Und danach darf er dann wieder für eine weitere Stunde ruhen. Wie im vorherigen Prozess könnt ihr sehen, dass sich der Teig um ein Vielfaches vergrößert hat. Ich lege und falte ihn jetzt wieder und dann darf er noch einmal für eine halbe bis dreiviertel Stunde ruhen. Nun hat sich der Teigling nicht nur wieder vergrößert, sondern ist auch endlich bereit für die weitere Verarbeitung. Dafür bemehle ich mir meine Arbeitsfläche und gebe den Teigling darauf. Natürlich wird er dann auch noch von oben bemehlt, sodass er richtig schön mit Mehl eingekleidet ist. Und drehe mir eine wunderbare Kugel mit dem Teig, sodass ich unten eine wunderbare Rose habe. Diese bemehle ich jetzt noch kräftig ein und lege den Teigling wieder auf die Rose und lasse ihn für weitere 20 Minuten ruhen. Und wenn der Teig nach den 20 Minuten schön entspannt ist, drehe ich ihn mit Hilfe meiner Teigkarte einfach nur noch um und dann darf er auch schon in den vorgeheizten Backofen bei 240 Grad goldbraun ausgebacken werden. Da ist das gute Stückchen.
Nicht zu kross, aber auch nicht zu weich und mit einer fantastischen, schmackhaften Krume. Schaut euch das von innen an. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken. Guten Appetit und bis demnächst. Pfiat euch!